Hallo meine Freunde. Manche denken, Deutsch zu lernen ist Magie. Sie denken, manche Menschen sind einfach begabt, geboren mit einem Talent für Sprachen. Aber ich sage dir heute etwas sehr Ehrliches. Fließend sprechen ist kein Talent. Es ist eine Gewohnheit. Es ist Wiederholung. Es ist Mut. Und wenn du wirklich Deutsch sprechen willst, musst du aufhören, auf Perfektion zu warten. Viele Lernende kennen schon viele Wörter. Sie verstehen Videos auf Deutsch. Sie können einfache Texte lesen. Aber wenn sie sprechen sollen, werden sie still. Warum? Weil sie Angst vor Fehlern haben. Aber Fehler sind nicht dein Feind. Fehler sind dein Lehrer. Denk an ein kleines Kind, das Deutsch lernt. Das Kind sagt zuerst Wasser, dann ich will Wasser, dann ich will kaltes Wasser bitte. Schritt für Schritt. Niemand gibt dem Kind ein Grammatikbuch. Das Kind hört zu, wiederholt, macht Fehler und spricht trotzdem weiter. Genau so funktioniert Sprachenlernen. Warte also nicht, bis dein Deutsch perfekt ist. Perfekt kommt nie zuerst. Perfekt kommt durch das Sprechen, nicht davor. Schau dir diese einfachen Sätze an. Ich spreche langsam und du wiederholst laut. Ich bin müde. Ich bin glücklich. Ich lerne Deutsch. Ich verstehe das nicht. Können Sie bitte langsamer sprechen? Ich versuche es noch einmal. Das sind keine komplizierten Sätze. Aber diese kleinen Sätze können dein Leben verändern, weil sie deiner Zunge helfen, sich natürlich zu bewegen. Stell dir vor, du wachst morgens auf und sprichst auf Deutsch mit dir selbst. Guten Morgen, ich brauche Kaffee. Ich bin bereit für den Tag. Vielleicht ist deine Aussprache nicht perfekt. Vielleicht machst du Fehler. Sprich trotzdem. Jetzt sprechen wir über die deutschen Herausforderungen. Denn Deutsch hat einen Ruf. Viele Leute sagen, Deutsch ist schwer. Und ja, Deutsch hat echte Herausforderungen. Der Artikel, die Artikel, der, die, das. Niemand liebt die Artikel. Selbst fortgeschrittene Lernende machen manchmal Fehler. Und dann die Fälle, Nominativ, Akkusativ, Dativ. Die langen Wörter, die Trennverben, aufmachen, anrufen, einkaufen. Aber weißt du was? Muttersprachler verstehen dich trotzdem. Wenn du sagst, ich gehe in die Supermarkt statt ich gehe in den Supermarkt, versteht dich jeder. Die Kommunikation funktioniert und das ist das Ziel. Lass nicht Perfektion das Ziel sein. Lass Kommunikation das Ziel sein. Hier ist mein Tipp für die Artikel. Lerne nie nur das Wort allein. Lerne immer das Wort mit dem Artikel, wie ein Paket. Nicht Tisch, sondern der Tisch. Nicht Fenster, sondern das Fenster. Nicht Küche, sondern die Küche. So wird der Artikel ein natürlicher Teil des Wortes in deinem Gedächtnis. Jetzt üben wir kleine Gespräche zusammen. Hör zu und wiederhole laut. Zu Hause. Mutter: Was machst du gerade? Kind: Ich lerne Deutsch. Mutter: Ist das schwer? Kind: Nein, es macht mir Spaß. Mit einem Freund. Freund: Kannst du schon Deutsch sprechen? Du: Ein bisschen, aber ich lerne noch. Freund: Wie übst du? Du:
Ich höre Podcasts und spreche jeden Tag. Fließendheit kommt nicht aus schwierigen Wörtern. Sie kommt aus dem täglichen Gebrauch einfacher Wörter. Sprechen wir über Vokabeln, denn viele machen hier einen großen Fehler. Sie versuchen in einer Woche 200 neue Wörter zu lernen. Nach ein paar Tagen vergessen. Warum? Weil das Gehirn nur das behält, was du regelmäßig verwendest. Lerne nicht täglich 50 schwierige Wörter. Lerne stattdessen 5 nützliche Wörter und benutze sie viele Male. Zum Beispiel hungrig, beschäftigt, müde, aufgeregt, wichtig. Ich bin hungrig. Sie ist gerade beschäftigt. Er sieht müde aus. Ich bin aufgeregt. Das ist sehr wichtig. Und morgen wiederhole sie noch einmal. So wird Erinnerung stark. Noch besser, lerne Deutsch in Mustern. Zum Beispiel: Ich muss, ich kann, ich möchte. Ich kann schwimmen. Ich möchte nach Berlin fahren. Lerne das Muster und fülle es mit neuen Wörtern. Das ist echtes, lebendiges Sprachenlernen. Wenn du fließend Deutsch sprechen willst, müssen deine Ohren Deutsch lieben. Hör täglich zu. Hör beim Spazierengehen. Hör beim Kochen. Hör vor dem Schlafen. Auch wenn du nur 20% verstehst, bleib dabei. Dein Gehirn lernt automatisch, Muster zu erkennen. Du hörst immer wieder: Wie geht's? Alles klar? Kein Problem? Ich weiß nicht, tut mir leid. Und eines Tages, plötzlich, benutzt du diese Sätze ganz natürlich. Das ist die Kraft des Zuhörens. Such dir Inhalte, die dir wirklich gefallen. Wenn du Krimis magst, schau einen deutschen Krimi. Wenn du kochen magst, folge einem deutschen Kochkanal. Sprache lernt sich besser, wenn dein Herz dabei ist. Lass mich dir von Lena erzählen. Lena ist 32 Jahre alt, sie lebt in Frankreich und lernt seit einem Jahr Deutsch. Sie liebt die Sprache, aber sie hat große Angst zu sprechen. Jedes Mal, wenn sie etwas sagen möchte, denkt sie: Was ist der richtige Artikel? Ist das Nominativ oder Akkusativ? Und dann schweigt sie. Die Angst ist größer als die Worte. Eines Tages beschließt Lena etwas. Sie hört auf, perfekt sein zu wollen. Morgens sagt sie zu sich selbst: Ich mache Kaffee. Das Wetter ist schön heute. Ich bin ein bisschen müde. Beim Einkaufen denkt sie auf Deutsch: Ich brauche Brot. Wo ist die Milch? Das kostet zu viel. Abends schreibt sie 3 Sätze in ihr Notizbuch, auf Deutsch. Keine perfekten Sätze. Nur echte Sätze. Nach 3 Monaten fühlt sich Deutsch nicht mehr fremd an. Die Sprache gehört jetzt ein bisschen zu ihr. Warum? Weil Wiederholung Vertrautheit schafft und Vertrautheit schafft Fließendheit. Jetzt zeige ich dir eine meiner liebsten Methoden. Shadowing. Auf Deutsch nachahmen. Du hörst einen Satz und wiederholst ihn sofort laut. Du folgst der Stimme wie ein Schatten. Wie war dein Tag? Wiederhole. Wie war dein Tag? Ich bin heute wirklich müde. Wiederhole. Ich bin heute wirklich müde. Das Wetter ist nicht so schön. Wiederhole. Das Wetter ist nicht so schön. Das verbessert deine Aussprache, deinen Rhythmus und dein Vertrauen. Je mehr du nachahmst, desto natürlicher klingt dein Deutsch. Hier ist etwas sehr Wichtiges, vielleicht das Wichtigste in dieser Episode.
Jeder Mensch, der heute fließend Deutsch spricht, hat Tausende von Fehlern gemacht. Jeder. Ohne Ausnahme. Ein Baby fällt viele Male hin, bevor es laufen kann. Stell dir vor, das Baby sagt, ich bin hingefallen, ich versuche es nie wieder. Würde das Baby jemals laufen? Nein. Sprache ist genauso. Wenn du ein Wort vergisst, erkläre es anders. Du weißt nicht, wie man Regenschirm sagt? Sag, das Ding, das man bei Regen benutzt, das ist echte Kommunikation, das ist Intelligenz. Und bitte, hör auf zu sagen, mein Deutsch ist schlecht. Diese Worte schaden dir. Sag stattdessen, mein Deutsch wird besser oder ich lerne jeden Tag. Deine Worte formen deinen Glauben. Dein Glaube formt dein Handeln. Der größte Feind deines Deutschlernens ist nicht die Grammatik. Er ist nicht der Dativ. Er ist nicht der, die, das. Der größte Feind ist Angst. Und die einzige Waffe gegen Angst ist Handeln. Fließendheit bedeutet nicht ohne Fehler sprechen. Fließendheit bedeutet ohne Angst sprechen. Merke dir diesen Satz. Sprachenlernen ist nicht wie Instant-Nudeln. Es ist wie Landwirtschaft. Du pflanzt Samen, du wässerst sie täglich, du wartest geduldig. Und dann eines Tages wird das Feld grün. Dein Gehirn lernt leise, jeden Tag, auch wenn du es nicht siehst. Vergleiche dich nie mit fließenden Sprechern. Vergleiche dich mit deinem alten Ich. Frage dich, bin ich besser als letzten Monat? Wenn die Antwort ja ist, gewinnst du. Heute Abend, bevor du schläfst, sag diese Sätze laut. Ich habe heute geübt. Ich werde besser. Ich glaube an mich. Ich höre nicht auf. Und morgen fang wieder an. Denn Fließendheit entsteht nicht in einem dramatischen Moment. Sie entsteht in stillen, täglichen Momenten, die niemand bemerkt. Ein Satz, eine Anstrengung, ein mutiger Versuch nach dem anderen. Danke, dass du heute dabei warst. Du bist hier. Das bedeutet, du gibst nicht auf. Und das macht den ganzen Unterschied. Bis zur nächsten Episode. Tschüss und weiter so.